Willkommen zurück auf meinem Kanal Gekreuztes und so an alle alten und neuen Abonnenten. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin Karin und hier dreht sich auf meinem Kanal alles um Kreuzstich. Manchmal zeige ich euch etwas Strick- und Nähzeug, aber meistens wird es Kreuzstich sein. Und nun ja, ich habe meinen Kanalgeburtstag vergessen. Der war nämlich schon im September und heute haben wir Oktober. Das war auch mein zweiter Kanalgeburtstag. Aber okay, die Welt dreht sich weiter. Wir sind im Oktober. Nun geht es ins dritte Stickjahr oder besser gesagt ins dritte YouTube-Stickjahr, weil ich sticke nun im November schon seit 3 Jahren. Und dann feiern wir halt im nächsten Jahr wieder. In diesem Video zeige ich euch gleich einige Neustarts und ein paar Works in Progress, also ein paar angefangene Stickprojekte. Ein FFO ist auch dabei und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Hier zeige ich euch den wunderschönen Autumn Sampler von Crochetta Gogo, welchen ich schon vor einem Jahr am 6.10.2024 begonnen habe. Der passt noch so wunderschön ins Bild. Ich habe den hier auch mal auf so einen Q-Snap gespannt, damit er nicht ganz so zerknittert aussieht. Ihr wisst ja, vielleicht wisst ihr es auch nicht, ich sticke ja zwar mit einem Q-Snap, aber ich spanne immer nur 2 Seiten ein und die anderen, die 2 offenen Seiten benutze ich, um meine Hand darunter unter dem Stoff hin und her zu bewegen. Also ich habe durchaus Q-Snaps, ich brauche sie aber nicht dringend zum Sticken. Ich kann auch gut freihändig sticken, aber so ein bisschen Stabilität gibt es doch. Aber so wie es jetzt hier eingespannt seht, so sticke ich grundsätzlich gar nicht. Da ist mir der Stoff zu gespannt und ich kann meine Hand darunter nicht wirklich hin und her bewegen. Aber egal, zurück zum Motiv. Dieses Werk hat 23 Farben. Ich habe alle Farben so verwendet wie vorgegeben, es sind DMC-Farben vorgegeben. Es sind 211 mal 311 Stiche. Insgesamt wären das dann 27.422 Stiche. Und das, was ihr hier seht, sind 27,77%. So, was habe ich die letzten Tage gearbeitet? Ich kann zwar ein Vorjahr, ach, ich glaube, das bringt nicht wirklich viel. Also ich habe mich eigentlich nur an dem Haus und hier drüben aufgehalten. Das Haus ist riesig, muss halt komplett ausgestickt werden. Und ich hatte es vielleicht so vor diesem Video, also bevor ich es jetzt wieder in die Hand genommen habe. Und jetzt habe ich hier den Rest des Hauses noch fertig gestickt. Aber ihr seht, der ist noch nicht fertig. Die Fenster sind noch nicht ausgefüllt, das Dach ist nicht ausgefüllt. Und hier unten am Zaun, die Farbe ist noch nicht ausgefüllt. Genau, und dann geht es hier drüben mit den Blumen wieder weiter. Ich weiß gar nicht, ob noch mal so ein Baum kommt und dann geht die Bordüre auch schon wieder los. Und dann sind wir von der Breite her auf alle Fälle fertig. Genau, aber wie gesagt, ich habe hier nur ein bisschen an diesem Haus weiter gestickt und diesen Blumentopf und den Zaun. Und das waren 2320 Stiche. Das denkt man gar nicht, ne? Das sieht irgendwie aus wie, ja, 300 Stiche geschätzt. Also das ist schon ordentlich groß. Also ich habe jetzt, glaube ich, bei meiner letzten Sticksaison das Haus angefangen, genau, und dieses Mal beendet. Ich sticke eigentlich immer gerne so 2000 Stiche pro Projekt. Also hat das Haus ungefähr 4000 Stiche. Jetzt grob geschätzt. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Aber stickt sich dann auch sehr schön, weil natürlich sehr linear und alles gleichmäßig geht hintereinander weg. Ich habe es 1/2 gestickt auf einem Lino Newcastle Platinum Stoff, 40 Count, genau, und 1/2 sticke ich das Ganze. Und ich denke mal, wenn ich jetzt bei 27% bin und ich habe ein Jahr dafür gebraucht, bin ich ungefähr in 4 Jahren fertig. Also das dauert noch ein Stück, weil das ist ein Projekt, das nehme ich wirklich nur in der Herbstzeit in die Hand. Ich hoffe, dass der Herbst bei mir noch bis November geht, dass ich es vielleicht noch einmal in die Hand nehmen kann dieses Jahr. Aber ich fürchte, dass mich im November schon fast zu Weihnachtsprojekten ziehen wird, weil ich nach Weihnachten auch wirklich keine Lust mehr habe auf Weihnachtsprojekte. Insofern habe ich eigentlich nur November, Dezember Zeit oder nochmal den
Weihnachten im Juli. Ja, also bei mir ist Herbst immer eine sehr kurze Jahreszeit, habe ich das Gefühl. Meine Herbstprojekte gehen nicht wirklich voran. Aber das war jetzt mein Fortschritt. Ja, und ich zeige euch nochmal, wie es in Gänze aussehen soll. Ich würde es nochmal daneben einblenden. Und da kommen aber die Farben überhaupt nicht richtig raus, finde ich. Ja, also die wirken so richtig unscheinbar und blass. Und auf diesem Stoff finde ich, die ploppen so schön raus. Also es wirkt wirklich richtig frisch und ja, also mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe euch auch. Kommen wir jetzt zu dem schönen Werk von Annie Poelagie. Spells and Potions heißt das. Und ich habe das hier wieder auf einen Rahmen gespannt, damit es nicht ganz so ungebügelt aussieht. Weil ihr wisst, ich bügel meine Sachen nur am Ende nach dem Sticken. Und das passt hier auch so schön auf den, erstens in den Rahmen und zweitens auch in den Rahmen in die Kamera. Deswegen habe ich euch das jetzt hier mal so aufgespannt. Ich sticke das aber ohne Rahmen. Ich bin ja Freihandsticker. Wisst ihr ja vielleicht auch schon. Okay, dieses Werk habe ich am 12.05.2025 begonnen, zur diesjährigen Stitchmania. Genau, zu die Stitchmania kann ich euch unten auch nochmal mit verlinken. Da hatte ich, glaube ich, 2 oder 3 Videos gemacht. Ich glaube 2, wo ich alle 2, 3 Tage, glaube ich, ein neues Projekt angefangen habe. Genau, und eins war halt dieses Halloween-Projekt. Ich habe ja nicht so sehr viele Halloween-Projekte. Und insofern hatte ich das damals angefangen auf einen Newcastle Vintage Grey Stoff 40 Count. Also das ist auch nur ein ganz kleines Werk. Also so ganz klein ist es nicht, es sind 129 mal 174 Stiche. Aber durch das 40 Count wird es dann doch recht klein. So rum wollte ich es eigentlich formulieren. Also insgesamt wären das 14.696 Stiche und ich bin jetzt ungefähr bei 80%. Und in dem Werk sind 14 Farben verarbeitet. Sieht man gar nicht so sehr, ne, finde ich. Und ich habe auch alle Farben so verwendet, wie hier vorgegeben. Ich habe da nichts verändert. In dem Werk sind auch nur volle Kreuze oder auch Backstitch drin. Das Backstitch habe ich hier noch nicht gestickt, sondern nur die vollen Kreuze. Und die Backstitch ist aber auch nicht sonderlich viel. Ich kann es ja mal kurz hier mit reinhalten. Das ist einmal oben rechts das Spinnennetz. Dann sind das hier die kleinen, ach, was ist denn das? Die Fühler von dieser Biene. Dann ist das hier der Henkel von diesem Topf. Das habe ich hier alles noch nicht gestickt. Ganz einfach, weil man das, wenn man es ins Pattern Keeper einzieht, sind die Backstitch immer weg. Man sieht immer nur die vollen Kreuze. Auch das Buch erhält auch noch einen Titel. Hier oben dieses graue Buch, das hat bei mir auch noch keinen Titel bekommen. Also, aber es ist... So, entschuldigt bitte, ich wurde gerade abgeschnitten mit meinem letzten Wort durch ein Telefonat. Ich weiß auch nicht mehr, wie das letzte Wort hieß, was da jetzt noch hätte kommen sollen. Aber ich denke, das Wichtigste habe ich hier gesagt. Ich werde vielleicht noch mal einblenden, was ich vorher gestickt hatte, vor den letzten Tagen. Und dann sieht man hier auch ganz gut, dass ich mich hier an dieser linken Seite vorwärts bewegt habe. Also hier eigentlich, ja, die komplette linke Seite. Ein paar Sachen, ein paar Ornamente hatte ich schon drin, aber ich glaube, ihr seht es hier ganz gut, wenn ich es mit einblende. Das waren ungefähr 1700 Stiche, die ich die letzten Tage reingesetzt habe. Und dann nehme ich euch einfach noch mal ein bisschen näher ran. Auch wenn die Backstitche noch fehlen. Ja, das könnte auch durchaus sein, dass es das letzte Mal ist, dass wir das Projekt dieses Jahr in die Hand nehmen. Weil wir bewegen uns jetzt auf Halloween zu und nach Halloween werde ich auch definitiv keine Halloween-Projekte mehr sticken. So schaut's aus. So viel zu diesem Werk. Das nächste Werk ist ein Fully Finish, genau, ein FFO, sagt man es doch. Und ich zeige euch halt erstmal, wie ich es gefinisht habe und wie ich es dann auch dekoriert habe. Also ich habe das ganz einfach auf einer Pappe gelaced im Hintergrund, also von hinten. Ich kann es ja mal noch umdrehen.
Genau, ihr kennt das. Wie man ein Projekt liest, dann habe ich hier so eine kleinen Buchständer oder ja, also kleine Ständer halt. Und da kann man das wunderschön reinstellen. Da brauchte ich keinen extra Rahmen. Und dann habe ich hier einfach noch so ein bisschen dieses Halloween-Spinnennetz und so eine kleine Spinne hier unten noch mit dran gepackt, damit es noch so ein bisschen gruseliger aussieht. Also mehr Deko-Sachen für Halloween, die man auf irgendwelche Bilder packen kann, habe ich nämlich nicht gefunden. Genau, so habe ich es erstmal gefinisht. Und jetzt kann ich euch noch mal ein bisschen was erzählen. Und zwar ist das von Mirabilia das Modell Gwen, designt von Nora Corbett, was ich am 21.10.2024 begonnen habe. Auf einem 28 Count, ja, weiß ich nicht, braun, sage ich jetzt mal, nein, nicht braun ist eine falsche Farbe, beige, ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist, ich habe es mir auch, glaube ich, nicht notiert, habe ich definitiv nicht. Es ist dunkler als Milchkaffee, es ist auch ein bisschen dunkler als Vintage Country Mocha, es ist aber halt irgendwie auch kein Braun. Wie könnte denn die Farbe heißen? Vielleicht nur Mokka? Kann ich euch wirklich nicht verraten. Also sie kommt auch ein bisschen heller hier rüber im Video, als es wirklich ist. Aber ja, also halt irgend so ein Beige-Ton ist es. Das ist ein Werk, das besteht aus Kreuzstichen, aus so kleinen Mini-Kreuzstichen. Die habe ich aber meistens ignoriert, das fällt auch nicht weiter auf. Und aus ganz vielen Perlen und aus Backstitch. Und ich kann ja mal noch ein bisschen näher rangehen. Die Perlen, das seht ihr hier, das funkelt so ein bisschen und glitzert. Die ganzen die ganzen Blumenranken, die sind Backstitch, wie man hier sieht. Hier in dem Kleid sind noch ganz viele Perlen versteckt. Und hier drüben sind wieder Blumenranken, die bestehen halt meistens aus Kreuzstich und aus Backstitch. Hier dieser Körper, also dieser Oberkörper von der Frau, den finde ich echt so ein bisschen spooky. Der hat nämlich kein wirkliches Gesicht und auch irgendwie keine wirkliche Form. Der hat zwar ein Backstitch dran, aber boah, also ist besser, man sieht ihn nur von Weitem. Aber gut, es soll ja vielleicht auch so eine Art Halloween-Hexe sein. Darf das auch so ein bisschen spooky wirken. Ja, das war so mein erstes. War das mein erstes? Ja, ich glaube, das war mein erstes Mirabilia-Motiv. Und ich wollte hier mal testen, ob mir das zusagt mit den Perlen und überhaupt so eine Lady zu sticken. Es gab Höhen und Tiefen, sage ich mal, beim Sticken. Also als ich mich mit dem Kleid beschäftigt habe, es war dann doch sehr, sehr viel Grün und Schwarz. Das waren nicht so ganz meine bevorzugten Farben zum Sticken. Aber ja gut, das sieht man auch an der Anleitung, dass es diese Farben hat. Insofern war da jetzt nichts Verwunderliches dran. Aber ich muss sagen, als es dann zu den Perlen einsetzen ging, das hat mir dann doch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe vor allen Dingen am Kleid die Perlen, die habe ich schon währenddessen mit eingestickt, weil immer wenn ich eine Lücke mache und weiter sticke, dann verzähle ich mich. Ich weiß nicht warum. Also ich muss die Perlen immer gleichsetzen, das wird bei mir sonst nichts. Und genauso habe ich das hier auch bei den Ranken gemacht. Immer wenn da Perlen kamen, habe ich die gleich mit reingesetzt. Ich habe da nicht erst am Ende oder so, da ich das sowieso mal alles in der Hand sticke, stört das auch nicht. Genau, aber wie gesagt, als ich zu den Perlen kam, hat es mir Spaß gemacht. Ich fand das dann auch toll, wie das so rüberkommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche das jetzt und in allen Formen, Varianten. Und ihr kennt sie ja alle. Es gibt zig Motive von Mirabilia. Ich werde sicherlich noch mal 1, 2 starten und sticken, aber das ist jetzt nicht so, dass mich so dieser Flow ergreift, wie das hier so bei den anderen YouTube-Kanälen so um sich greift. Ja, ihr werdet die nicht massenhaft bei mir sehen, denke ich mal. Das ist so groß, war meine Freude nicht. Aber ich denke, das Ergebnis lässt sich sehen und das ist auch rechtzeitig zum 31.10. fertig geworden. Ich hatte es in meinem letzten Video schon mal erzählt, meine Halloween-Dekoration kommt am 31. raus und verschwindet am 1.10. auch wieder. Und insofern kann ich das dann schön mit aufstellen und mal sehen, ob es irgendjemand entdeckt. Das ist ja noch nicht so, dass die Kreuzstichsachen bei mir so großes Gehör finden.
Aber es ist fertig und es ist auch einfach mal wirklich schon endgültig gefinisht. Insofern kann ich es auch verwenden. Ein Modell, was ich schon im August 2024 angefangen habe, ist der Halloween Sampler von Teresa Kogat, den ihr hier im Bild seht. Der ist auf einem Newcastle Chinchilla 40 Count Stoff gestickt. Es sind nur 8 Farben in dem Werk. Und das ist von Teresa Kogat. Ich glaube, das hatte ich gerade dazu gesagt. Ne? Es sind 220 mal 330 Stiche. Insgesamt sind es 31.000. Und ich habe mich hier bei dem Werk in der Farbe vergriffen. Ich zeige euch nämlich mal kurz, wie es aussieht. Das Original. Das ist ein ganz anderes Orange, wie ihr hier seht. Ich habe da wirklich einfach das falsche Orange gegriffen und hatte dann angefangen zu sticken und habe das dann aber auch gelassen. Mir hat es gefallen. Für mich ist es ein typischeres Kürbisorange als dieses gelbe. Mir gefällt das auch besser, auch wenn das ganze Werk dadurch natürlich viel, ja, wie soll man sagen, viel auffälliger wird. Ne? Das andere ist so ein bisschen dezent in der Ecke, aber das hier, das knallt so richtig durch die Farben. Was habe ich die letzten Tage gestickt? Und zwar ist das hier unten mal, sieht man gar nicht, mein Finger ist zu weit unten. Also hier unten habe ich noch eine Miezekatze gestickt. Und dann habe ich mich hier an diese 3 Katzen gemacht und noch ein bisschen rechts und links, so ein bisschen Kleinkram. Und das waren auch schon wieder 2207 Stiche und jetzt sind wir bei 36,12%. Man sieht das immer gar nicht. Das sind so Kleinigkeiten und dann wären das doch so relativ viele Stiche. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. Ihr seht, dass der Stoff nicht ganz deckt, beziehungsweise das Garn deckt nicht ganz. Ich mag auch immer lieber, wenn man so ein bisschen die Kreuze sieht. Hat natürlich den Nachteil, dass man immer so ein bisschen den Stoff durchscheinen kann, aber mich stört das nicht. Ist halt Geschmackssache, ne? Ich habe es gestickt, ist ja 40 Count, 1/2. Naja, 2/2 wäre dann auch schon ganz schön dick. Also ich finde es deckend genug, ich brauche das nicht noch deckender. Aber genau, ist halt Geschmackssache. Ja, und das waren auch mal wieder 2000 Stiche, obwohl das wirklich überhaupt nicht so aussieht, wenn man das hier so im Bild hat. Ist doch erstaunlich, wie viel dann doch immer zu sticken ist an so einem Werk, obwohl es ja gar nicht so sehr groß ist und vor allen Dingen ist es auch kein Full Coverage. Gut, dazu habe ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Auf zum nächsten. Doch, eins fällt mir noch auf, das fügen wir gleich mal hinten dran. In diesem Werk sind nur normale volle Kreuzstiche drin. Also ich habe hier weder Backstitch bisher gehabt, noch Mini-Kreuze oder ja, irgendwelche Sonderstiche. Also das ist ein ganz einfach normaler Kreuzstich, also wirklich auch für Anfänger gut zu empfehlen. Als nächstes kommen wir zum Stickmarathon der Designer, den Celine und ich regelmäßig ja, durchführen. Und zwar sticken wir jeden Monat ein Werk von einem anderen Designer so rum. Und diesen Monat ist Blackbird Designs dran. Und ich liebe diese Designs. Ich habe da ordentlich zugeschlagen. Ich zeige es euch jetzt hier gleich. Also hier ist mein erstes Werk. Oh, ich halte es mal rein, wie es heißt. Ich kann das gar nicht ordentlich aussprechen. Das ist auf alle Fälle der Teil 7. Es gibt da so eine Vogelreihe von Blackbird Design mit, ich glaube, 12 Designs. Ich habe davon aber nur 4. Und das ist das erste. Und wie man sieht, habe ich das auf einem ganz anderen Stoff gestickt. Und zwar habe ich das auf einem weißen Stoff gestickt. Da kommen natürlich die Farben viel besser raus, als wenn man das auf so einem dunklen Stoff macht. Aber nimmt auch natürlich diesen Vintage-Effekt. Also es sieht irgendwie ein bisschen mehr aus wie Tischdecke. Ich habe schon überlegt, ob ich es mal nachfärbe mit so ein ganz kleines bisschen Kaffee-Tee-Methode. Ich denke mal, das dürfte den Farben nichts machen, oder? Habt ihr da Erfahrung? Wenn ich das hier mal so ganz kurz in so ein Tee-Kaffee-Gemisch halte, passiert da irgendwas der Stickerei oder nimmt wirklich nur die Stofffarbe den Farbton auf? Habt ihr da Erfahrung? Könnt ihr mir das mal unten in die Kommentare bitte schreiben? Das wäre super. Ansonsten bleibt es halt einfach weiß. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich habe sogar überlegt, ob ich dieses Werk jetzt meiner Mutter zu Weihnachten schenke, weil sie mag Vögel.
Und da das andere Motiv, ich glaube im letzten Video hatte ich es erwähnt, nicht so ganz glücken wollte, weil ich da nur Gammafäden in der Auswahl hatte, die ich aber nicht zu Hause habe, habe ich mir gedacht, ach, ich werde vielleicht einfach noch ein zweites davon sticken und die in so kleine Rahmen packen. Nicht in den ich jetzt hier genommen habe, den habe ich einfach nur verwendet, damit es ein bisschen gespannt ist, sondern in so schöne Rahmen, also halt wie man es hier so sieht, in irgend sowas ganz Hübsches. Und wenn ich da noch ein zweites dazu mache, könnte das auch ganz gut aussehen, selbst wenn es ein weißer Stoff ist. Das stört jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt den Beschenkten, wenn man nicht weiß, dass das halt ursprünglich auf so einen etwas dunkleren Stoff ist. Also das habe ich mir überlegt. Also in diesem Stück sind aber nicht nur Kreuzstiche drin, sondern hier sind auch Satinstiche drin, wenn man die so nennt. Und zwar hier unten an den, wo ist mein Finger? Hier an diesen Blütenblätter, also an diesen Blüten sieht man das. Und dann haben wir hier noch so eine, oh Gott, wie nennt man denn diese Stiche? Ich sage immer, das sind so eine Augenstiche. Das wären immer so kleine Augen. Seht ihr das? Ich glaube, das heißt auch im Englischen irgendwas mit Eyelet. Wartet mal kurz. Ach, wie haben sie es denn nur genannt? Ach, ich und Englisch, ja. Eyelet Stitched. Genau, also irgendwas mit Augen. Mehr verstehe ich davon auch nicht. Also das sind ein paar Sonderstiche dran und dann habe ich den Rand, wenn man es ganz genau hinguckt, habe ich noch mit Perlen verziert. Und zwar war da halt immer in dieser Farbe ein Stich vorgesehen, der und ich sticke nicht gerne an einem weißen Stoff einzelne Stiche, weil man da echt Probleme hat, also entweder man zieht die Fäden hinten über das ganze Stück, dann sieht man den Faden meistens, weil es halt ein weißer Stoff ist. Oder man muss jeden einzelnen Stich vernähen und da habe ich immer keine Lust drauf. Und da weiche ich dann doch gerne auf Perlen aus, weil mit Perlengarn, das ist ja ganz hell, das kann man auch quer über das ganze Stück spannen, kommt man da wirklich ganz gut rum. Und deswegen habe ich mich hier für Perlen entschieden. Ist nur ganz dezent, also man muss es wahrscheinlich selbst dem Beschenkten noch mitteilen, dass da Perlen drin sind, sonst fällt das gar nicht auf. Auf alle Fälle ist das ein Finish, aber es ist halt noch nicht FFO. Das hat noch ein bisschen Zeit. Ich wollte ja auch noch ein zweites sticken und dann gucken wir mal, wie ich die beide zusammen finische. So, weil mir jetzt die Stoffwahl von dem ersten nicht so wirklich gefallen hat, habe ich mich jetzt hier für einen anderen Stoff entschieden. Ich kann euch allerdings gar nicht sagen, wie der heißt, oder? Doch, kann ich. Floba Superfine Natural ist das von Zweigart, 35 CT. Und ich habe hier 1/2 gestickt. Genau, also das ist ja wesentlich natürlicher, kommt das raus. Und das ist das zweite Motiv von dieser 12er Serie, die ich gerade schon erwähnt habe. Ich packe es mal oben ins Bild, wie es heißt. Ich sowas natürlich wieder nicht aussprechen kann. Und das ist der Teil Nummer 6. Genau, und den hatte ich jetzt erstmal angefangen, um einfach einen anderen Stoff zu testen. Und wie man sieht, ist das halt ist sehr, sehr, sehr viel fülliger als das andere. Also hier hat man sehr, sehr, sehr viel Fläche zum Aussticken. Genau, und da hatte ich dann auch irgendwann keine Lust mehr auf Blackbird Design. Aber insgesamt sehr schön. Hier an dem Motiv habe ich bisher nur volle Kreuzstiche entdeckt. Ich habe auch noch gar nicht das Muster studiert, ob da noch irgendwas anderes kommt. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich muss nur sehen, dass ich dann hier auch irgendwo noch Perlen einarbeite, die ich ja bei dem anderen Projekt auch gemacht habe. Das sollte ich mir vielleicht langsam mal im Kopf machen, dass ich die dann nicht erst am Ende irgendwo nach oben drauf sticken muss. Ja, werde ich mal schauen. Vielleicht nehme ich hier auch sogar diese blauen Blütenblätter. Die sind nämlich nur hier und hier unten dann nochmal. Ja, gut, dass wir drüber reden. Ich sollte mir mal einen Kopf machen. Das ist auf alle Fälle das zweite Werk von Blackbird Design. Und alle guten Dinge sind 3. Hier habe ich das zweite Motiv, also das Design Nummer 6, nochmal auf dem Stoff für meine Mutter gestickt, also nochmal auf diesen weißen Stoff, sodass ich dann am Ende 2 Motive habe auf diesen weißen Stoff, die ich halt entweder nochmal nachfärbe oder einfach auch so verwende. Und hier sieht man, hier habe ich mich eher nochmal untenrum weitergearbeitet. Ich habe hier auch am Haus, habe ich dann irgendwann aufgegeben. Es ist wirklich so viel zum Sticken.
Also es ist wesentlich größer als dieser Teil, wie hieß er, 7, den ich hier zuerst hatte. Und hat aber auch keine Sonderstiche, also stickt sich wirklich schön, aber halt recht üppig, ne? Weil es halt doch sehr, sehr, sehr viel Fläche ist. Wie ihr seht, sieht ihr hier auch wieder Kreuze. Es gibt sicher Leute, denen das nicht gefällt, ich weiß. Ich mag es aber, wenn es nicht ganz so gequetscht aussieht. Deswegen habe ich das auch wieder nur einfädig gestickt. Einfädig 1/2. Gibt es da irgendwas zu sagen? Es gibt nicht so sehr viele Farben in diesen Projekten. Hier sind es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 Farben. Genauso ist es ungefähr bei dem anderen auch. Ungefähr 15 Farben und jedes Motiv hat 91 mal 91 Stiche. Und ja, genau, das ist mein Stickmarathon. Das sind zumindest meine Werke zum diesmonatlichen Blackbird Design. Und dann kommen wir nämlich auch gleich zu meinen Plänen für den nächsten Monat. Und ich hatte es euch im letzten Video schon angekündigt. Es wird ein Motiv von Stacey Nash gestickt. Und zu Stacey Nash gibt es einmal die Motive auf ihrer Internetseite. Genau, ich würde es hier oben mal mit einblenden. Ach, ich würde es auch unten mit verlinken, da brauche ich es hier oben nicht groß mit einblenden. Oh, ihr blendet es aber. Ihr seht jetzt hier mein ganzes Zimmer wahrscheinlich. Auf alle Fälle habt ihr hier eine ganz normale Internetseite und habt dann dort natürlich auch alle Produkte, die man kaufen kann. Und ihr werdet jetzt gleich merken, ihr kennt davon viele und das sind genau die, ja, die Animals Crackers, die kennt wahrscheinlich jeder. Die gibt es in allen Formen und Varianten. Es gibt aber auch noch ein paar andere Sampler. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Ausführungen. Ich zeige euch einfach nur mal ein paar. Wie gesagt, ihr könnt sie auf der Internetseite kaufen. Hier sind auch gleich immer die Preise mit eingeblendet. Oder aber man kann sie auch auf Etsy kaufen. Kennt ihr auch alle. Ich würde es unten mit verlinken die Etsy-Seite. Und da kann man hier auch sich wieder die Animals Crackers kaufen. Oder halt auch die Sampler oder was auch immer. Es sind wunderschöne Motive dabei. Ich denke, es sollte jeder was finden. Dieser Stickmarathon der Designer ist ja eine Idee von der Céline, von dem französischen Kanal Chez Céliane und mir. Und wir haben uns vorgenommen, jeden Monat ein Motiv anzusticken. Wenn wir es schaffen, würde ich mir auch persönlich vornehmen, es immer wieder zu Ende zu sticken. Aber ich sage gleich, bei dem Motiv hier von Stacey Nash werde ich es nicht schaffen, nächsten Monat zu Ende zu sticken. Das heißt, also es sei denn, ich würde jeden Tag nur das sticken, was ich allerdings nicht vorhabe. Insofern werde ich wirklich nächsten Monat nur eins anfangen und dann seht ihr dann im Laufe der nächsten Wochen wieder als VIP, nehme ich an. Also das wird nichts, dass ich das beende. Außerdem habe ich ja hier noch, der will ja gar nicht. Er will nicht. Habe ich hier noch die ganzen Blackbird Designs, die ich auch noch fertig machen möchte, wo ich mir ja eigentlich auch zum kleinen Ziel gesetzt hätte, die zu beenden. Aber gut, wenn man mehr als eins anfängt, ist natürlich klar, dass man es nicht unbedingt schafft. Okay, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mitsticken. Ihr müsst nicht unbedingt eins ansticken, ihr könnt auch eins fortführen, ihr könnt auch gerne eins finishen. Aber ansonsten, wie gesagt, findet ihr unten die Links, wo ihr auch ein Motiv kaufen könntet, um mitzusticken. Und lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, woran ihr stickt, wenn ihr Stacey Nash wählt, beziehungsweise wenn ihr schon bei Blackbird Designs dabei wart, woran habt ihr diesen Monat gestickt? Das wäre super interessant. Und in diesem Atemzug möchte ich mich auch gleich nochmal bei euch bedanken für alle eure lieben Kommentare ich glaube im vorletzten Video war das. Da hatte ich euch nämlich gefragt, was ihr jetzt in diesem Moment gerade stickt. Und das war mega interessant, weil da kamen so viele Werke raus. Da musste ich erst mal googeln, was das ist. Das ist echt eine super interessante Idee. Und aus diesem Grund möchte ich das gerne nochmal oder ich möchte das gerne auch regelmäßiger wieder machen. Insofern frage ich euch, was stickt ihr jetzt gerade, wenn ihr dieses Video seht? Lasst es mich gerne unten wissen. Es ist für mich wie so eine kleine
so wie so ein kleiner Flosstube von euch. Ich gucke mir das alles an auf Google, von wem das ist und wie das Motiv aussieht. Und ich finde das wirklich mega, mega spannend, was ihr alles stickt. Und weil man nicht von allen was hört hier in Form eines Videos, wäre das echt toll, wenn ihr es einfach unten mit postet. Dann ist das wie für mich so ein kleines persönliches Flosstube. Okay, so viel zu meiner Stickparade. Nee, zu meinem Stickmarathon, so rum. Und dann gehen wir einfach zum nächsten Werk. So, auch auf die Gefahr, dass ich jetzt etwas spoilern werde, möchte ich euch doch das Monatswerk von Celine noch mit vorstellen. Sie hat ja auch von Blackbird Design ein Stück angefangen, und zwar ist das eins der Garden Club Serie, und zwar ist das sogar der Teil 1 und heißt Basket of Cherries. Genau, soweit wie ich euch hier einblende, ist sie gekommen, aber sie wird es natürlich erst in ihrem Update, was haben wir jetzt gerade, Oktober, also in ihrem Oktober-Update vorstellen. Das heißt, das Video wird Anfang November erst rauskommen bei ihr. Aber ich denke nicht, dass hier auf dem Kanal so sehr viele von ihren Zuschauern vorbeischauen und das jetzt hier einfach bei mir schon sehen. Insofern halte ich das euch jetzt hier einfach mal mit rein und ihr seht also, dass sie ein anderes Design als ich gewählt habe, und genau, das war eigentlich auch das Ziel. Wir fangen jeder ein Design an und genau, mehr Ziel war dazu nicht zu sagen. Das nächste Werk, an dem ich gestickt habe, ist der Herbstkalender von Cuore e Batikore. Den habe ich schon begonnen am 8. September 2023, also bin da schon 2 Jahre beschäftigt. Und das, was ihr hier seht, hattet ihr im letzten Video schon gesehen, aber die Kamera ist zu klein. Und hier unten die beiden Fenster, die 14 und die 15, die hatte ich jetzt die letzten Tage gestickt. Ich nehme euch mal näher ran und ziehe euch mal hier runter. Das ist wirklich ein Riesenmotiv. Genau, ich glaube, so sieht das ganz gut. Ich habe das auf einem Newcastle Zweigart-Stoff gestickt, 40 Count. Und in dem Werk sind nur 12 Farben drin, also ist recht überschaubar. Aber es ist sehr, sehr groß. 411 Stiche lang und 236 Striche breit. Ja, ich werde auch noch bestimmt 2 Jahre damit beschäftigt sein. Ich bin ja gerade erst bei der 16. Die 13 fehlt, bis zur 21 geht's. Also da ist schon noch ein bisschen Stickarbeit drin. Und ich habe das hier 1/2 gestickt. Ich habe das leider nur als PDF, insofern kann ich euch jetzt nicht sagen, wie viele Stiche so ein Kästchen sind. Aber ich beschäftige mich ungefähr einen Tag damit. Also das hier hat ein bisschen mehr gedauert, weil hier ist ja viel Fläche zum Ausfüllen. Also ich schätze so um die 1000 Stiche. So sagen wir mal von 800 bis 1000 Stiche. So, sorry für den Anruf. Aber ich glaube, ich bin auch soweit fertig. Ich kann noch mal die einzelnen Motive näher zeigen. Wir haben ja noch bei der 16 einen Baum. Die sind ganz niedlich. Und ihr seht es auch, also die Schere ist weniger stickintensiv als der Korb hier mit den Früchten. Aber ja, man braucht schon ungefähr so für so ein einzelnes Motiv einen Tag. Insofern, das hier war auch sehr, sehr stickintensiv. Das war auch, glaube ich, das erste. Ich fange ja immer rechts oben an. Genau, und das ist rechts oben, wie man hier sieht. Und da habe ich auch gedacht, oh Gott, was habe ich mir da angetan? 21 so eine Kästchen. Und ganz, ganz unten kommt ja dann auch noch mal ganz, ganz viel. Da kommt ja dann noch mal, wie ist denn das gewesen? Ich habe jetzt, glaube ich, gar kein Bild. Wenn ich noch ein Bild finde, blende ich es ein. Aber ich glaube, ihr kennt den Kalender. Der ist ja schon etwas länger auf dem Markt und habt den sicher auch schon woanders gesehen. Genau, soweit bin ich gekommen. Ich denke aber auch dieses Herbst oder dieses Jahr werde ich nicht nochmal dran sticken. Dann vielleicht erst im nächsten Jahr wieder. Dadurch zieht sich das natürlich auch sehr lange, ne? Wenn man immer nur so ein Fenster stickt. Oder 2, wie ich die letzten Tage. Als nächstes zeige ich euch noch ein Herbstprojekt. Erkennt man vielleicht sogar ein bisschen anhand der Farben.
Und zwar ist das ein Werk von Hands-on Design und heißt The Philanthropic, nee, doch, Pumpkin. Oh Gott, ich blende es mit ein. Kann das in Englisch nicht wirklich aussprechen. Genau, aber man sieht hier leider im Video jetzt überhaupt nicht diesen Stoff. Ich habe hier nämlich keinen hellen Stoff gewählt und der kommt hier so ein bisschen gräulich durch. Oh, wenn ich den hier ein bisschen hochhalte, oh, ich kriege die Farbe nicht ins Bild. Hier unten sieht man so ein bisschen, dass der bräunlicher ist. Das ist eigentlich so ein Leinen, ein ziemlich dunkler Leinen, also nicht so hell, wie es links im Bild ist. Aber ich denke, die Farben kommen trotzdem ganz gut raus. Ich fahre mal ein bisschen näher ran, dass man ein bisschen mehr die Details sieht. Ich habe das ich habe gar keine Daten, ehrlich gesagt. Ich habe es vor ein paar Tagen angefangen und wollte es eigentlich auch beenden, aber es war dann doch aufwendiger, als ich dachte. Ich habe jetzt, glaube ich, so um die 60-70% gerade gestickt. Und vielleicht erkennt man es hier auch, es sind halt sehr viele Farbwechsel und auch immer nur so kleine Motive. Also hier gerade an diesen Blumen, man hat halt immer nur hier, wie viele Stiche sind es denn? 4 und 3 und 2 und 1 und dann muss man schon wieder die Farbe wechseln. Wenn man Glück hat, kommt es ja nebenan nochmal. Also es hält länger auf, als man denkt. Ich hatte gedacht, ich schaffe das mal noch so schnell nebenbei. War nicht der Fall. Also ihr werdet es nochmal sehen. Wird dann wunderschön gefinisht, finde ich, am Ende. Und ja, kann dann als Dekoobjekt oder Nadelkissen herhalten. Ich werde sicher auch versuchen, noch so einen schönen orangen Stoff unten. Also vielleicht blende ich es nochmal mit ein, wie das hier gefinisht ist. Aber das sieht wirklich in der Finish-Variante halt irgendwie nach viel mehr aus als auf diesem Bild oder als auf diesem gestickten Werk. Ich versuche natürlich unten auch so einen schönen orangenen Vlies oder einen Stoff zu finden und das so richtig schön als Kürbis zu beenden. Und ich finde auch die Idee mit dieser Bordure in der Mitte, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, mit diesem Schleifenband, keine Ahnung. Also finde ich auch schön diesen Abschluss zwischen den beiden Stoffen. Und da mein Stoff hier sehr, sehr knapp gewählt ist, ihr seht es hier, hört es auf. Ich glaube, ich habe hier so einen Finger breit. Auf der rechten Seite habe ich fast 2 Finger breit. Also ich habe hier nicht viel Platz. Muss ich das hier auch wirklich jetzt gleich, naja, wird ja sowieso gefinisht. Und ja, also ich glaube, das passt schon irgendwie. Genau, lasst euch überraschen. Werden wir sicherlich diesen Herbst nicht mehr fertigstellen, weil bei mir geht es jetzt langsam mit den Herbstdesigns zu Ende. Ich habe zwar auch irgendwie noch keine Lust auf Winter oder Weihnachten, aber ich habe auch noch sehr viele neutrale Designs. Und ich habe jetzt irgendwie gerade Lust auf alles andere außer Herbst. Es war sehr herbstintensiv die letzte Zeit. Okay, so viel zu diesem Werk. Und weiter geht's mit dem Camperly Sampler von Karin Kluber, den ich im Mai 25 begonnen habe, also zur diesjährigen Stitchmania. Und ich habe dieses Werk, und das ist schon so groß, das passt hier nicht mehr ins Bild, das sage ich gleich, auf einem weißen Verdal Blanco 40 Count Stoff gestickt. Und das geht hier unten auch noch weiter. Ich habe mich hier unten aber nicht weiter aufgehalten, deswegen schiebe ich euch gleich wieder nach oben. Ich habe nämlich hier oben die Bordüre fertig gestickt. Ich bin noch nicht ganz am Ende, am linken Ende, hier kommt noch was. Genau, aber ich habe hier die ganz obere schon mal fertig. Hier habe ich angefangen und hier sind permanente Farbwechsel drin. Man sieht es gar nicht, sieht eigentlich nur grün aus, aber es sind mehrere Grüntöne. Und dann sind das hier auch mehrere Rottöne, auch wenn man das nicht wirklich erkennt. Ich kann zwar mal näher ranzoomen, aber man sieht es, ja gut, an der Blume sieht man schon, dass mehrere Rottöne sind, ne? Aber bei diesen kleinen, na gut, es war nun auch ach hier an diesen Sachen zum Beispiel, hier sind 2 Rottöne, also es fällt kaum auf, aber man muss halt permanent diese 3 Stiche machen und wieder abnähen und wieder ansticken und wieder abnähen und das ist ein bisschen anstrengend gewesen. Insofern habe ich da jetzt auch nicht so viel Lust gehabt, an dem Stück weiter zu arbeiten. Ich bin über
Ich bin so ungefähr bei 1500 Stichen gewesen die letzten Tage und bin jetzt bei 39,44%. Ich versuche euch noch mal rauszunehmen, dass man das sieht in Gänze, aber wie gesagt, es geht ja hier unten noch weiter und ich habe dann auch vor, ich zeige noch mal das Originalbild. Ach so, nee, also hier seht, hier ist schon das Ende. Und ich bin hier auch schon am Ende, beziehungsweise hier fehlt nur noch dieser Wellenrand unten drunter. Und dann passiert hier zum Glück nichts mehr. Also von der Höhe ist es dann schon fast das. Nur in der Breite bin ich noch nicht angelangt. Obwohl ich es wirklich vorhatte mit dieser Bordüre, aber auch die Bordüre war sehr langweilig zu sticken, weil es sind hier wieder mehrere Grüntöne drin, auch wenn man es nicht sieht. Es sind 3 Grüntöne hier oben drin. Und man muss halt ständig wieder Faden abnähen, Faden aufnehmen, Faden ansticken, Faden absticken. Also ist ein bisschen anstrengend. Aber wenn ich einen dunkleren Stoff gewählt hätte, hätte ich sie bestimmt ziehen können, die Fäden. Aber so bei dem hellen Stoff wollte ich das nicht, weil man das dann so durchscheinen sieht. Insgesamt sind in dem Werk 17 Farben und 20.246 Stiche. Und ich glaube, damit habe ich auch alles gesagt. Ich finde, es kommt sehr gut aus diesem hellen Stoff raus. Genau, ich fand immer hier unten. Aber genau, dieses Werk hat nicht nur Kreuzstiche, sondern es hat auch ein paar Sonderstiche. Die waren hier vor allen Dingen in diesem Rahmen. Hier ist es so Backstitch, besteht dieser Rahmen. Und es könnte sein, dass hier sogar noch mehr kommen. Ich bin ja noch nicht durch. Ich habe das Muster jetzt auch gerade nicht hier. Also ein bisschen Backstitch ist drin, aber es sind keine Mini-Stiche oder halbe Stiche. Sowas habe ich alles noch nicht gefunden. Ansonsten sind es nur Kreuzstiche. Aber gut, vielleicht kommt es noch. Wir beobachten das mal gemeinsam. Also das ist mein aktueller Stand. So, als nächstes zeige ich euch noch meine Fortschritte am Perlenbild. Auch wenn man das wahrscheinlich nicht richtig erkennt, dass das Perlen sind. Und zwar soll es dieses Bild mal werden. Und ich habe oben links begonnen. Also man muss da schon ein bisschen Fantasie mitbringen, um das zu erkennen, weil die Farben nämlich ganz schön abweichen. Also dieses bisschen ist dann ganz schön dunkelgrün geworden. Also die Farben sind auf dem Perlenbild doch wesentlich peppiger als auf diesem gedruckten Bild. Und das macht es natürlich auch irgendwo spannend, weil es kommt ganz anders raus, als es rauskommen soll. Mir ist es ziemlich egal, wie es rauskommt. Ich werde mir das wahrscheinlich sowieso nicht aufhängen. Ich wollte nur mal ein Perlenbild machen und ich fand das Motiv schön bunt. Ich wollte was Buntes, aber ich wollte nicht was mega Kitschiges. Und so Aquarellbilder finde ich eigentlich ganz hübsch. Sieht hier aber nicht wirklich aus wie Aquarellbild. Also kommt irgendwie ganz anders raus. Aber egal. Ich habe das Werk von Nadia Perlenstickerei und das ist auf einem Zählstoff Nummer 14 gestickt mit Preziosa Perlen. Das sind 65 Farben und das Werk heißt Tulpen und hat 300 x 250 Perlen. Genau, ich versuche jedes Wochenende 500 Perlen zu sticken, deswegen könnt ihr hier, naja, vielleicht einen kleinen Fortschritt. Ich habe, glaube ich, aber auch gar kein Bild gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als 1,5 Seiten gestickt und es sind ungefähr, ich glaube 25 oder so. Es sind noch massig Seiten und ihr seht hier eigentlich nichts. Schon gar nicht, wenn man das Originalbild nicht daneben hält, da sieht man schon gleich gar nichts. Es ist auch ganz, ganz, ganz furchtbar viele Farbwechsel drin. Also ich sticke hier immer so Zehnerkästchen und immer von unten nach oben oder oben nach unten. Und es ist so selten mal, dass hier 2 oder 4 oder auch wegen mir 10 Perlen hintereinander die gleiche Farbe haben. Ist recht anstrengend. Aber gut, ich wollte es haben. Es fühlt sich an wie so eine Kettenhemd. Ich finde das total lustig. Von der Konsistenz kann ich nur jedem mal empfehlen, ein Perlenbild zu sticken. Ist natürlich auch schwer. Da jammern ja auch immer die Leute drüber, die das in die Luft halten müssen. Den Luxus habe ich hier. Ich darf das einfach ablegen und es euch in die Kamera legen. Aber das ist schon irgendwie cool. Das glänzt so und wie gesagt, das fasst sich halt auch irgendwie
irgendwie so total cool an, wenn man das dann stickt und man ist dann hier weiter drüben und man fasst das an. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich habe hier so ein Kettenhemd in der Hand. Fühlt sich irgendwie ganz cool an und sieht auch interessant aus. Und genau, ich werde das so weitermachen, aber so mega große Fortschritte gibt es da nicht, aber ich versuche wenigstens regelmäßig dran zu bleiben. So, das letzte Projekt in diesem Video ist von Caroline Manning, der Cherry Blossom. So soll er mal aussehen, wenn er fertig ist. Und hier zeige ich euch hier meinen Fortschritt. Ich kann euch mal, wenn ich es ein bisschen nach rechts lege, also ja, mal einblenden, wie weit ich vorher war, aber es wird jetzt ein kleines Bild. Genau, und wenn ich euch das jetzt hier eingeblendet habe, dann kann ich euch auch sagen, dass ich mich hier oben an der Ecke weiter bewegt habe. Genau, ich habe hier bis auf die Kante jetzt gestickt, habe auch die Kante hier nach unten geschlossen und komme zum Glück auch wieder an, da wo ich rauskommen soll. Da bin ich schon mal sehr zufrieden. Genau, und dann habe ich mich hier oben einfach in diesen kleinen Formen fortbewegt. Ich kann sie mal ranholen, das sind immer nur so Vierecke, Dreiecke. Und das stickt sich wunderbar. Das stickt sich auch wirklich super, super schnell. Ich habe jetzt in den letzten Tagen 1700 Stiche gestickt ungefähr und bin jetzt bei 61,05%. Insgesamt habe ich das Werk aber schon ganz, ganz lange, und zwar im März 24 begonnen, auf einem weißen Aida-Stoff 20 Count gestickt. Und man sieht das auch, wenn ich näher rangehe, ne, sieht man immer die großen Löcher. Da die Caroline Manning eigentlich ein Full-Coverage-Projekt ist, dachte ich, stört mich dieser Aida-Stoff nicht, aber ich habe hier die weißen Flächen nicht ausgestickt. Und damit stört mich irgendwie der Aida-Stoff wieder. Ich bin nicht so der große Freund von Aida-Stoff, aber ach, ich denke, wenn man es dann gespannt an der Wand hat, fällt mir das dann auch nicht mehr auf und ich ärgere mich nicht ständig über diesen Stoff. Insgesamt ist das Werk recht groß. Es hat 191 mal 191 Stiche und ich sticke das 1 über 1. Genau, 2 Farben habe ich hier weggelassen. Das sind so 2 Weißtöne. Also es ist einmal dieser Weißton mit 38,65 oder irgend sowas. Dieser ganz typische Weißton. Und dann habe ich einmal noch eine 24 weggelassen. Das ist auch so ein ganz heller Ton. Den werde ich aber vielleicht mal noch ersetzen am Ende. Also hier sind ein paar Flächen, die werde ich vielleicht im Nachgang dann noch aussticken. Aber nicht mit so einem hellen Weiß, sondern ich gucke dann mal, ich werde es dann mit dem Pattern Keeper mal einpflegen, so eine andere Farbe, und mal schauen, wie das wirkt. Ob ich noch ein bisschen mehr Gelb reinarbeite, weil hier ist auch so ein bisschen Gelb mit drin, oder ob ich diese braunen Flecken ein bisschen verstärke und noch einen Braun hinzunehme. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es jetzt erstmal aussticken und dann werde ich mich nochmal um die weißen Flächen kümmern. Und vielleicht zeige ich euch auch einfach im Pattern Keeper, wie es aussehen könnte, mit einem Braunstich, mit einem Gelbstich oder ja, vielleicht auch mit einem Grünstich. Es ist hier auch so ein bisschen, naja, es ist eher braun, ist glaube ich so richtig grün ist es nicht. Also wir werden da mal verschiedene Sachen ausprobieren, um das dann noch ein bisschen zu Ende zu füllen. Und das mal zu Ende zu füllen, das sind dann bestimmt auch nochmal ordentlich viele Prozente. Da fällt mir ein, ich habe euch gerade gesagt, ich bin bei 61,05%. Bin ich natürlich nicht, weil der rechnet jetzt die ganzen weißen Flächen hier natürlich nicht mit ein, die ich aber bewusst ausgelassen habe. Das heißt, ich bin schon viel, viel weiter. Ich will auch nicht alle weißen Flächen aussticken, sondern nur einen Teil davon. Aber gut, ja, so genau kann der Pattern Keeper das jetzt nicht. Es sei denn, ich würde die einen weißen Flächen wirklich ausstreichen, schon als gestickt. Dann wird das Maske näher. Aber es gibt ja eine grobe Orientierung. Ich glaube, das reicht auch fürs Video. Also ich bin hier schon wieder ganz gut vorwärts gekommen. Ich habe das gerne in der Mache, das Projekt, obwohl das wirklich ein schönes Sommer-Draußen-Projekt ist durch den recht groben Stoff. Sticke ich auch gerne im Herbst dran. Vor allem, wenn ich meine Herbstprojekte nicht mehr sehen kann, kommen auch gerne wieder Farben dazu. Okay, ich denke, das war's für dieses Video. Ich habe euch alles gezeigt, was ich euch zu zeigen hatte. Meine Pläne habe ich euch auch schon erzählt. Und zwar wegen unserem Stickmarathon geht es natürlich in die Phase von Stacey Nash.
Und dann stolper ich jetzt auch in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel über Plätzchen backen. Und ich glaube, da landen wir ganz, ganz schnell jetzt auch in den Weihnachtsprojekten. Könnte ich mir vorstellen. Also die Butter steht schon auf meiner Einkaufsliste. Es geht bald los. Und spätestens, wenn die ersten Plätzchen gebacken werden, sind die Weihnachtsprojekte dann auch dran. Ich nehme an, das ist definitiv im November der Fall. Genau, wenn es euch interessiert, dann kommt einfach zum nächsten Video mit dazu. Bis dahin stickt recht fleißig und lasst es euch gut gehen. Bis dahin, ciao, ciao.